Eine Nahaufnahme der Banane und eine Nahaufnahme der Kakaobohne. Und Professor Huertas hat ein Buch publiziert, wo er eben die archäologischen Darstellungen der Kakaobohne mit der versteinerten Kakaobohne verglichen hat. Und es gibt absolut keinen Unterschied dazwischen. Und es sind definitiv kultivierte Früchte und Gemüse in einem Gebiet mit Millionen von Fossilien. Es gibt ein kleines Museum in der Nähe, wo weitere Früchte und Gemüsearten in versteinerter Form ausgestellt sind. Nicht weit davon entfernt wurden vor einigen Jahren wieder neue Objekte entdeckt, bei Ausgrabungen auch wiederum versteinerte Knochen, aber mit schönen Darstellungen. Beide Seitenansichten sind alles Stücke, wunderbare Kunstwerke, aber eben wie gesagt aus versteinertem Knochenmaterial. Hier als Vergleich der Größe der Objekte ein Zigarettenpaket und daneben eines dieser versteinerten Objekte. Dann auch in derselben Gegend gefunden eine Darstellung aus Stein, Mutter und Kind. Über diese Kulturen gibt es absolut keine Informationen. Die ältesten Kulturen in diesem Gebiet sind die Chibchas oder Muiscas, die hauptsächlich bekannt wurden über ihre Goldarbeiten. Hier eine Darstellung Mann und Frau umschlungen von einer Schlange. Also hier könnte man das Objekt zuordnen in einer Art wie Adam und Eva und die Schlange. Dann ein weiteres Objekt mit der Darstellung einer Biene und einem Tier, das Sie hier sehen. Und genau dieses Tier in dieser Form gibt es auf den Steinen aus Ica, das ist in Peru. Ich zeige dann einige dieser Objekte, und auf diesen Steinen eingraviert sieht man dann auch genau diese Art eines Tieres, zu der es keine paläontologische oder zoologische Zuordnung gibt. Also ein komplett unbekanntes Tier. Und dieses Objekt eben aus Kolumbien und die Steine von Ica, auf die da zeige ich auch einige der Objekte, genau die gleiche Darstellung desselben unbekannten Tieres. Dann haben wir auch ein Objekt, auch aus derselben Gegend, und hier haben Sie eine Art Vogelmensch, eine Darstellung, die sehr große Ähnlichkeiten mit Darstellungen von den Osterinseln hat. Also auch wiederum eine Verbindung, und das ist das große Problem bei meiner Forschung. Ich wurde oft gefragt, wenn ich ein Buch wieder schreibe, und ich habe mit meinem Freund Reinhard Habeck schon öfter darüber diskutiert, die Problematik, ein Buch zu schreiben über so viele verschiedene Objekte ist, wenn man bei einem Thema A anfängt, dann kommt man automatisch zum Thema D, muss wieder einen Rücksprung machen zu Thema B. Das heißt, die meisten dieser Objekte haben in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Zusammenhang. Und je mehr man je mehr man solche Objekte findet, jedes einzelne Objekt ist für mich eine Art Wasserstein, und je mehr man Objekte zusammenbringt, besteht die Hoffnung, dass man irgendwann einmal ein halbwegs vernünftiges, zusammenpassendes Bild bekommt. Auch dieses Objekt hatte ich 2001 in der Ausstellung. Wir nannten sie die genetische Scheibe. Sie wurde im Naturhistorischen Museum untersucht, im Beisein von Dr. Rudolf Distelberger, der Direktor der Wiener Schatzkammer war im Kunsthistorischen Museum und weltanerkannter Experte für Stein- und Edelsteinbearbeitung. Er war auch dabei. Das Objektmaterial wurde definitiv mit Röntgenfraktaluntersuchung als Lydit zugeordnet. Lydit, Kieselstein, sehr hart, aber leicht brüchig. Aus diesem Material
Dr. Distelberger hat die Scheibe und weitere Objekte aus Lydit, aus dieser Gegend in Sutatausa in Kolumbien, lange untersucht. Und er hat mir dann zum Schluss nur gesagt, ich kann dir nicht sagen, wer das gemacht hat, ich kann dir nicht sagen, wie die das gemacht haben und ich kann dir nicht sagen, wie alt das Ding ist, aber er war der Meinung, dass man diese Scheibe und weitere Objekte aus demselben Material heute nicht machen könnte.